Hallo Freunde, in diesem Teil stellen wir euch vor, wie in China Straßen für Entwicklung und Wirtschaftswachstum gebaut werden. In jedem Land ist die Verkehrsinfrastruktur sehr wichtig. Der schlechte technische Zustand der Straßen führt zu einem hohen Anteil der Transportkosten an den Gesamtproduktionskosten. China hat dieses Problem in sehr kurzer Zeit gelöst. Schauen Sie sich das Video bis zum Ende an und hinterlassen Sie Ihre Eindrücke, Schlussfolgerungen und Kommentare unter dem Video. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Unterhaltung. 750 m pro Stunde. Mit einer solchen Geschwindigkeit werden heute in China neue Straßen gebaut. Vor einem halben Jahrhundert war China eines der rückständigsten Länder, was die Länge der Straßen mit festem Untergrund angeht. Die Regierung der Volksrepublik China glaubte, dass es wichtigere Aufgaben gäbe. Die Situation begann sich erst in den 1980er Jahren zu ändern, als die Führung des Landes einen Blick darauf warf und erkannte, dass es ohne eine moderne Verkehrsinfrastruktur einfach nicht funktionieren würde. Sogar das Passwort erschien: Wenn wir reich werden wollen, müssen wir zuerst Straßen bauen. Damals genehmigte die Regierung einen Plan zum Aufbau eines Netzes nationaler Schnellstraßen und Autobahnen und entwickelte die entsprechenden Qualitätsstandards. Ressourcenprobleme, Baufinanzierung, staatliche Haushaltsmittel aus kommunalen Haushalten, Straßeninstandhaltungsgebühren, Zusatzsteuer beim Autokauf, Treibstoffsteuer ab 19.185 waren all diese Maßnahmen in einzelnen Gesetzen verankert. Einige organisatorische Fragen sind bei uns bis heute ungeklärt. Gleichzeitig erlaubte der Staat die Einführung von Mautgebühren auf Straßen höherer Kategorie, um die Rückzahlung der für den Bau gewährten Kredite sicherzustellen. Eine Schnellstraße von Shanghai nach Yapuding wurde 19.188 in Betrieb genommen und danach stieg die Zahl der neu gebauten Straßen. Bereits in den ersten 10 Jahren begannen die Straßen geometrisch zu wachsen. China hat im Straßenbau solche Ergebnisse erzielt, dass der Bau in Europa mehr als ein halbes Jahrhundert dauerte. Schnellstraßen und Autobahnen erhöhten das Niveau des gesamten Straßenbaus und veränderten eine zuvor rückständige Industrie, in der Schubkarren und Millionen schlecht bezahlter Arbeiter das Hauptarbeitsmittel waren. Es entstanden große Hersteller von Geräten für den Straßen- und Autobahnbau. Der Bau von Schnellstraßen und Autobahnen geht heute weiter, und das Tempo ist fantastisch. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts betrug ihre Gesamtlänge mehr als 10.000 Kilometer. Im Jahr 2002 waren es bereits 20.000 und im Jahr 2008 sogar 60.000 Kilometer. Im Jahr 2017 liegt China mit mehr als 4.800.000 Autobahnen an dritter Stelle. 1.000 Kilometer. Bereits heute gibt es in China etwa 300 000 Brücken. Übrigens befinden sich alle 7 der 7 längsten Brücken der Welt in China. Als Beispiel wird oft die Donghai-Brücke genannt. Damit der Hafen von Shanghai schwere Schiffe aufnehmen konnte, wurde auf einer Nachbarinsel ein spezieller Hafen gebaut, zudem eine 8-spurige Straße über eine Länge von 32,5 Kilometern gepflastert wurde. Brücke. Der Bau dauerte 3 Jahre. In dieser Zeit war es möglich, eine Brücke mit hochwertiger Oberfläche und Beleuchtung zu bauen. Bei der Anzahl moderner Straßen liegt das Land weltweit an 2. Stelle, da alle Schnellstraßen innerhalb von 20 Jahren gebaut wurden. Die Chinesen haben nichts Neues erfunden. Regierung und regionale Institutionen planen den Ausbau des Verkehrsnetzes unter Berücksichtigung der Wirtschaftsentwicklung sowie der Richtung der transportierten Güter und Passagierströme. Und die Zunahme der Zahl der Autos. Es gibt viel Geld im Land, aber auch freie Mittel, also solche, die für den Aufbau moderner Infrastruktur genutzt werden können. Zwischen 2005 und 2010 beliefen sich die Investitionen in den Bau des nationalen Autobahnnetzes in China auf 17 bis 18 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Da die Hauptverkehrsadern bereits in Betrieb sind, werden dafür jährlich etwa 12 Milliarden Dollar ausgegeben. Bundes- oder Kommunalbehörden haben die volle Kontrolle über den Bau, in der Regel wird er mit Geldern des Auftragnehmers und des Staates oder der Region durchgeführt. Die Regierung zahlt ihm erst nach Abschluss aller Arbeiten einen Betrag, der im Vertrag genau festgelegt ist. Die hohe Baugeschwindigkeit ist eine direkte Folge dieses Systems. Bauherren wollen ihr investiertes Geld schnellstmöglich zurück. Und das geht nicht zulasten der Mindestqualität. Die vertraglich festgelegte Nutzungsdauer von Straßen beträgt 25 Jahre. Die meisten Straßen in China sind mautfrei.
Es gibt auch zwei Arten von mautpflichtigen Straßen: staatliche Straßen, die aus dem Staatshaushalt gebaut werden, und gewerblich genutzte Straßen, die aus eigenen oder geliehenen Mitteln gebaut werden. Für den normalen Autofahrer gibt es keinen Unterschied zwischen den beiden Unternehmen, aber laut Gesetz müssen die Straßenbenutzungsgebühren nach 15 Jahren Betrieb auf einer Wirtschaftsstraße und nach 25 Jahren im Stau von mehreren Kilometern abgeschafft werden. Das ist das eigentliche Problem der Großstädte. Und was ist mit China, wo die Bevölkerung 1,5 Milliarden übersteigt? Daher war die chinesische Regierung gezwungen, eine unpopuläre Maßnahme zu ergreifen, um das Verkehrsnetz in Großstädten zu entlasten. Autofahrer aus anderen chinesischen Städten benötigen für die Einreise nach Peking eine Sondergenehmigung. Allerdings dürfen selbst Anwohner nur 4-mal pro Woche ins Zentrum von Peking reisen. Es hängt alles von der letzten Ziffer des Fahrzeugkennzeichens ab. Besitzer von Autos mit einer geraden Nummer können an geraden Tagen in die Stadt einfahren. An ungeraden Tagen ist die Einfahrt auch mit ungeraden Fahrzeugen gestattet. Die letzte Ziffer des Nummernschildes. Transporter und Lastwagen können nachts von 23 bis 6 Uhr morgens auf den Straßen großer Städte unterwegs sein. Seit dem Jahr 2000 hat sich die Länge der chinesischen Autobahnen verzehnfacht. Im Jahr 2010 überholte China die USA. Derzeit ist die Länge der Autobahnen in China 1,5 Mal länger als die Länge der Autobahnen in allen europäischen Ländern. Es wurde erwartet, dass die Länge der chinesischen Autobahnen im Jahr 2020 die Länge der Autobahnen aller europäischen Länder, Amerikas, Japans und Südkoreas zusammen übertreffen würde. Das derzeitige Tempo des Autobahnbaus beträgt etwa 10.000 Kilometer pro Jahr, was ein Vielfaches mehr ist als in Amerika. Die Entwicklung der Wirtschaft ist ohne hochwertige Straßen nicht möglich. China leistet nichts Außergewöhnliches, auch wenn im Zusammenhang mit seinem Wirtschaftswachstum nichts anderes als ein Wunder, ein durchdachtes Staatsprogramm, ergänzt durch ein System angemessener Sanktionen und Anreize, gefundene Finanzierungsquellen. Dies sind die Hauptelemente des chinesischen Straßenbauerfolgs. Und das ist alles. Wenn Sie etwas Neues gelernt haben, liken und abonnieren Sie bitte unseren Kanal. Wir sehen uns bald wieder.